Hallo, ich bin Christine, arbeite seit vielen Jahren hier als Guide in der Gedenkstätte und ich möchte euch heute einen Ort zeigen, der wichtiger Teil meiner Führung ist, nämlich einer der beiden Baracken. Die beiden Baracken, die ihr hinter mir sehen könnt, Baracke 38 und 39, sind keine Originalbaracken, sondern man hat sie rekonstruiert aus Originalmaterial. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, mit den Besuchern in die Baracken hineinzugehen, damit sie einen kleinen Eindruck bekommen, wie damals die Wohnsituation für die Menschen gewesen ist. Und ich würde vorschlagen, da schauen wir uns einfach mal an und gehen in eine der beiden Baracken hinein. Ja, wir sind jetzt hier in der Baracke angekommen. Die Baracken sahen damals alle gleich aus. Sie bestanden aus zwei Teilen, den sogenannten Flügeln. Und jeder dieser Flügel hatte einen Schlafraum und einen Aufenthaltsraum. Zwischen den beiden Flügeln gab es einen einzigen Waschraum und einen Raum mit Toiletten, den schauen wir uns später noch an. Eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird während der Führung, ist die Frage, wie viele Leute mussten denn eigentlich in so einer Baracke leben? Und es ist eine Frage, die viele der Besucher sehr bewegt. Und es waren sehr viele Menschen. Ursprünglich waren die Baracken gedacht für etwa 150 Leute, aber gerade während des Krieges waren die Baracken häufig überfüllt, dass zum Teil 300 oder 400 Menschen in einer Baracke leben mussten. Das heißt, dann teilweise 200 Leute in einer Hälfte, die ihr hier sehen könnt. Und das hatte natürlich extreme Auswirkungen auch auf die Schlafsituation. Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal in den ehemaligen Schlafraum rein und schauen uns an, wie das damals aussah. Was die große Anzahl an Häftlingen bedeutet hat, das kann man sehr deutlich hier im Schlafraum erkennen. Ihr könnt sehen, die Betten standen dicht bei dicht, teilweise 3 Etagen hoch. Das heißt, die Menschen mussten auf engstem Raum nebeneinander schlafen. Teilweise haben die Betten nicht einmal ausgereicht. Das bedeutete, dass sich die Menschen dann mit anderen Menschen das Bett teilen mussten. Es gab keinerlei Privatsphäre. Man war permanent mit vielen anderen Menschen auf engstem Raum zusammen eingesperrt. Die fehlende Privatsphäre zeigte sich natürlich auch ganz, ganz deutlich, wenn die Menschen zur Toilette gehen mussten oder sich waschen sollten. Es gab nur einen einzigen Waschraum für die ganze Baracke. Das heißt, bis zu 400 Menschen mussten sich einen Waschraum teilen mit 2 Waschbecken, wie ihr sie hier erkennen könnt. Die Menschen standen Schlange, hatten nur kurze Zeit morgens, um die Waschräume zu nutzen. Dementsprechend katastrophal waren die hygienischen Bedingungen. Es sind viele Krankheiten ausgebrochen im Lager, auch aufgrund der schlechten hygienischen Bedingungen.